Was für eine faszinierende Stadt, westlich geprägt und doch auch orientalisch. Hier möchte ich was erleben, und zwar so viel wie möglich. Ich habe einen Tag Zeit, um diese Stadt heute kennenzulernen. Was tun, wenn man trotzdem viel erleben will? Diese Karte hilft mir da nicht wirklich weiter. Aber es gibt ja Gott sei Dank modernere Hilfsmittel. Visit Istanbul. Hier kann ich online nachfragen und bekomme hoffentlich in kurzer Zeit auch Antwort, wo es sich lohnt hinzugehen. Seit April gibt es diesen Service. Die Moschee Hagia Sophia möchte ich unbedingt besuchen. Wie komme ich am besten hin? Noch bevor ich Antwort erhalte, verlasse ich mein Hotelviertel. Ein paar Minuten nur dauert es, dann bekomme ich Vorschläge. Bus und Straßenbahn sind möglich und das Taxi natürlich. 10 bis 12 türkische Lira soll das kosten, rund 5 Euro. Für die Straßenbahn entscheide ich mich, denn das soll am schnellsten gehen und tatsächlich erreiche ich in Kürze das Istanbuler Stadtsymbol. Der Online-Reiseführer geht individuell auf Fragen und Interessen ein, gibt Auskunft über Events und Geheimtipps. Nice to meet you. Mehmet Cihangir hat dieses Programm entwickelt, 2 Jahre dran gearbeitet, aus Idealismus, wie er sagt. Denn Istanbul liege ihm am Herzen und er will, dass Besucher aus aller Welt seine Heimatstadt so intensiv wie möglich erleben können. Wie das funktioniert, soll der 26-Jährige jetzt noch genauer erklären. Man kann, muss aber nicht unbedingt einen Account anlegen, um Visit Istanbul anschließend mit Fragen löchern zu können, über Twitter, Facebook oder E-Mail. Mich interessiert, was ich am Taksimplatz sehen kann. Bis zur Rückmeldung möchte ich von Mehmet wissen, ob man eigentlich immer fragen kann. Visit Istanbul ist ein Reiseführer, der 24 Stunden an 7 Tagen die Woche funktioniert. Kostenlos für alle Touristen. Antworten gibt es innerhalb weniger Minuten, maximal 30. Speziell nach den einzelnen Bedürfnissen des Nutzers. Denn jeder Tourist hat ja eigene Vorstellungen, was er gerne machen möchte. Und darauf reagieren wir. Jetzt ist die Antwort da auf die erste Frage nach 17 Minuten. Verschiedene Vorschläge kultureller Sehenswürdigkeiten werden uns für den Taksimplatz präsentiert. Alles nah beieinander. Soweit so gut. Jetzt kommt eine echte Herausforderung. Fußballspiel steht an, die deutsche Nationalmannschaft ist auch gerade in Istanbul. Gibt es da eine Chance, die irgendwie zu sehen? Ob Visit Istanbul darauf eine Antwort findet, ich habe Zweifel. Unterwegs im Zentrum, wir befolgen die Vorschläge des Online-Reiseportals, die Sehenswürdigkeiten um den Taksimplatz. Und zwischendrin die Rückmeldung, das mit dem Fußball könnte etwas länger dauern. Eine spontane Idee, wo kann ich schnell eine deutsche Zeitung bekommen? Wieder ein Fall für den Online-Service, schnell eingetippt und weggeschickt. Kein schwieriges Unterfangen für Visit Istanbul. Keine 3 Minuten, dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe. Respekt kann ich nur sagen, Visit Istanbul hat uns ganz schnell und ganz gezielt hierher zu dieser deutsch-türkischen Buchhandlung geführt. Jetzt gehe ich mal rein und gucke, ob es auch eine Tageszeitung gibt, dann wäre alles super perfekt. Alles klar, mehrere Zeitungen im Angebot, Test bestanden. Über 30.000 Besucher haben sich schon über Visit Istanbul helfen lassen und die Reaktionen sind für Mehmet einfach überwältigend. Ein sehr positives Echo. Bleibt die Frage, ob es was wird mit der deutschen Nationalelf. Rund 1 Stunde ist seit der Fragestellung vergangen, jetzt bekomme ich Antwort. Ein direktes Treffen scheint nicht möglich, aber Visit Istanbul sagt uns, wo die Kicker logieren und wann es das nächste Training gibt. Es ist eine sehr schwierige Arbeit, denn 7 Tage, 24 Stunden erreichbar zu sein und zu reagieren ist echt nicht leicht. Du musst immer die richtigen Antworten finden. Das macht eine Online-Community. 15 Mitarbeiter von Mehmet, die sogenannten Istanbul-Lovers. Per Computer aus dem Café oder von zu Hause aus dienen sie, so wie Bilal im Schichtdienst, den interessierten Touristen und sind eigentlich nie um eine Antwort verlegen. Auch nicht, wenn es um die deutschen Fußballer geht. Ich bin dabei. Visit Istanbul hat genauestens über das öffentliche Training im Galatasaray-Stadion informiert, gesagt, wie ich hinkomme und was die Taxifahrt kostet. Ziemlich beeindruckend.
Abends zurück in der City, ich habe Hunger bekommen und das Portal führt mich nun in ein gutes, aber preislich attraktives Kebab-Restaurant. Also wir haben es geschafft, wir sind hier in einem ganz besonderen Kebabladen und wie man sieht, es war eine ganz einfache Kebab-Bestellung. Es wird unheimlich viel gebracht. Schuhe muss man ausziehen. Das Nachtleben in Istanbul, auch hierbei ist Wizard Istanbul ein guter Lotse. Mein Fazit, das Portal ein echter Gewinn, so effektiv in kürzester Zeit habe ich noch nie eine Stadt kennengelernt.